Moin ihr Landratten, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hamburg Hafen Live. Es ist Mittwochmittag, wir haben es irgendwie so 20 nach 1 und das Wetter spielt heute mit, aber es lief natürlich mal wieder nichts so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Vor 2 Tagen gab es mal so eine wunderschöne Konstellation in der Segelliste und dort stand drin, dass 2 400-Meter-Schiffe, die Gdansk Express und die Ever Aim, beide heute um 15 Uhr rausgehen sollen. Und ich dachte mir, Mensch, das wäre doch mal eine tolle Möglichkeit, nach Wedel zu fahren, ans Willkommenhöft, sich dahin zu stellen. Und da herrscht ja quasi Hornpflicht. Ist leider in die Hose gegangen. Die Ever Aim geht jetzt um 13.30 Uhr raus. Die Gdansk Express heute Abend erst um 23 Uhr. Und dazu soll es dann auch noch Regen geben. Mit dem Standort hat es auch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte mir, Mensch, heute wäre eigentlich Rüschpark mal wieder angesagt. Rüschpark, da hat man richtig schön lange was von dem Schiff, wenn es auf einen zufährt. Ich komme am Rüschpark an und da ist eine ganze Kolonne mit Verbrennungsmotor betriebenen Baumpflegegeräten zugange. Und da habe ich mich dann gleich wieder verkrümelt und dachte mir, nee, komm, die sind bestimmt hier noch etwas länger zugange bei dem Wetter. Und bin dann umgezogen zum Bubendeihufer. Ja, und so stehe ich jetzt hier und sage mal Moin an euch alle, Mahlzeit, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben ein bisschen Vorprogramm, die Songa Panther, die, ich weiß nicht, ob die verholt wird oder geht die raus, das kann ich euch jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen Vorprogramm. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen entspannten Nachmittag mit ein bisschen Schiffe gucken. Wie lange es wird, kann ich euch noch nicht sagen. Ihr wisst ja, wir schauen einfach mal, was bei der ganzen Geschichte so rumkommt. Die Schlepper sind auch schon an der Ever Aim. Da habe ich eben geguckt, die habe ich auf jeden Fall schon entdeckt. Ja, und Songa Panther scheint aber rauszugehen, so wie das hier aussieht. Lotse ist gerade dran, hat jetzt ihre 7 Knoten drauf, hat 172 Meter Länge, 29 Meter Breite. Songa Panther, gar nicht so alt, Baujahr 2023 und hat wie viel Toll die hat, kann ich gar nicht sehen. Steht gar nicht im Vessel Finder. Vielleicht findet ihr das ja raus und könnt das im Chat einmal nachreichen. Lutz fragt, woher ich die Abfahrtszeiten der Schiffe kenne. Ja, da gibt es Listen. Wenn du einfach mal nach Segelliste Hamburg Hafen suchst, dann findest du die. Du kannst auch gucken nach Schiffsankünfte, Hamburger Hafen. Da gibt es verschiedene. Es gibt von den verschiedenen Terminals, sowohl für die Frachtschiffe, aber auch für die Kreuzfahrtschiffe. Solche sogenannten Segellisten. Ja, Sabine, danke, dass du dich sorgst. Natürlich bin ich warm angezogen. Ich habe mein Borat-Kostüm natürlich an und damit ich obenrum nicht so friere, noch eine Fellmütze. Das sollte eigentlich reichen bei den Temperaturen. Ute reicht noch nach, dass die Songa Panther nach Litauen geht. Danke dir, Ute.
Polizei wartet hier schon auf den Abgang der Ever Aim. Dann wird hier natürlich die Elbe wieder gesperrt. Aber wir können noch mal hier auf die Songa Panther gehen, die jetzt hier schön an uns vorbeifährt. Ach Leute, endlich mal wieder ein bisschen Tageslicht. 1692 Toi. Danke für die Info. Hat die Songa Panther. Ja, da scheint alles klar zu sein. Vorne auf der Back. Sieht so aus, als ob die Crew sich da zurückzieht. Aber Schiff nimmt Fahrt auf. Ablegemanöver. Sah gut aus. Lotse scheint jetzt auch an Bord zu sein. Auf geht's. Oh. Habe ich da etwa einen Sensorfleck? Oh Gott, ein Sensorfleck. Geht ja gar nicht. Damit ist die Kamera ja quasi unbenutzbar. Der Ankerbengel eröffnet bei Twitch und verlängert sein Abo, sein Sub. Ganz lieben Dank, jetzt schon im 4. Monat dabei. Ja, und da geht's hier raus. Schönes Schiff eigentlich, die Songa Panther. Mag ich ganz gerne. Ganz roter Rumpf. Klar, hat auch schon ein paar Rallye-Streifen, aber das gehört ja dazu. Ich weiß gar nicht, ob es einen Beluga gibt. Ich hatte ja gehofft, also mein ursprünglicher Plan war ja in Rüschpark zu gehen. Hatte dann gehofft, dass es vielleicht einen Beluga gibt. Aber wie gesagt, die Baumpflegekolonne, die hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst hätten wir da, glaube ich, tonmäßig viel Spaß gehabt heute. Malte, moin. Da kommt die Lotsenbarkasse zurück. Dijo schlägt vor, ein bisschen Sidolin, um den Fleck vom Sensor zu machen. Ja, das Problem ist, ich muss das am besten zu Hause in Ruhe machen. Jetzt hier mal gerade so nebenbei ist dann die Chance, dass man sich neuen Dreck einhandelt, viel größer, als dass man es
als dass man es besser macht. Lotsen, Wassertaxi. Ja, und ich denke mir, dass wir heute hier einen ganz entspannten Nachmittag haben. Ich weiß gar nicht, ob neben der Ever Aim noch großartig Schiffsbewegungen da sind. Ich glaube, dass es eher ruhig ist. Wie gesagt, geplant war das natürlich mal alles wieder ganz anders. Aber ich hatte dann auch schon wieder Hummeln im Hintern. Gestern nichts gemacht und dann habe ich gesehen, dass heute Abend der Regen kommen soll. Und je nachdem, wie hartnäckig der ist, kann es sein, dass er durchaus die nächsten Tage da ist. Also nochmal schnell raus und zeigen, dass Hamburg auch Tageslicht kann. Oh, Malte schreibt, dass sein Auto kaputt ist. Daher erstmal keine Streams aus Kiel. Aber wie kommst du denn, Malte, du musst ja trotzdem irgendwie zur Arbeit kommen. Du musst ja trotzdem irgendwie zur Schleuse kommen, um an Bord zu gehen, oder? So, und natürlich, was nicht fehlen darf, sind die Fähren. Eben habe ich Niklas schon getroffen, als ich aufgebaut habe, aber der war auf seiner letzten Tour. Der kommt nicht nochmal zurück. Schade, schade. Ach so, Malta hat Urlaub. Na dann. Und wen haben wir dahinter? Noch irgendeinen Daimann. Aha, Peter schreibt, er ist gespannt, ob sich der Poltergeist gegenüber mal wieder im Dunkeln meldet. Peter hat letztens in dem Stream bei Dunkelheit hier, ich glaube, das war bei der Ankunft der Gdansk-Express, müsst ihr mal reinschauen, gegen Ende des Videos, schon relativ, ja, so in den letzten 1-2 Minuten, da hat dieses Haus, was ihr hier gerade seht, dieses gelbe, da hat das Licht geflackert. Also Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Und ja, Peter hat schon vermutet, dass das vielleicht Lichtzeichen wären, dass der Hamburg Hafen Live guckt. Vielleicht war es auch einfach ein Poltergeist. Ich kann es euch nicht sagen, aber müsst ihr mal reinseppen. Das war Ankunft der Gdansk Express. Timo fragt auch, wann die Gdansk Express rausgeht. Also aktuell stand sie, glaube ich, auf 23 Uhr heute Abend. Könnt ihr gerne nochmal nachschauen, ob das immer noch der Fall ist. Ja, 23 Uhr ist nicht das Problem. Das würde ich eventuell sogar machen. Das Problem ist einfach, dass nachher der Regen kommt. Regen, Dunkelheit, das ist dann doch so ein bisschen too much. Haut 200 Bits raus. Ganz, ganz lieben Dank. Einer fragt, ob das Haus unbewohnt ist. Das glaube ich nicht, dass das unbewohnt ist. Weil, wie gesagt, da hat ja das Licht die ganze Zeit geblinkt.
Vielleicht hat da wirklich jemand Hamburg Hafen Live geguckt. Vielleicht war es auch einfach nur ein Funktionstest. Imke Daimann ist es. After Eight fragt, warum so viele Tanker eigentlich Daimann heißen. Ja, das ist halt die Reederei. Reederei Daimann. Und die hat dann mehrere Schiffe und dann heißen die alle Daimann. Das ist die relativ simple Antwort. Ever Aim sind die Schlepper dran. Liegt vor der Gdansk Express. Aber es tut sich noch nicht viel. Machen ja viele Reedereien, vor allem halt so die kleineren Reedereien, dass sie dass sie den Namen, den Familiennamen nehmen und dann irgendwelche Vornamen, zum Beispiel Elas, unsere Freunde von der Barkassen-Reederei, da heißen die ja auch alle Birgit Ehlers, Laila Ehlers, Jan Ehlers, also die heißen halt alle irgendwie Ehlers. Und dann gibt es zum Beispiel die Reederei Schepers, da gibt es dann auch Bernhard Schepers, auch welche gibt es noch? Katharina Schepers gibt es, glaube ich. Reederei Rambo haben wir auch einige. Wobei die bei Rambo, glaube ich, nicht mehr Rambo im Namen haben. Da heißen die dann einfach nur zum Beispiel Bianca. Da weiß ich gar nicht, ob da auch gleich jemand abfährt. Auf jeden Fall scheint da jemand den Grill angeworfen zu haben. Es steigt Rauch auf. Der Ronny auf Twitch lässt im 3. Monat seinen Prime-Sub da. Ronny, ganz lieben Dank dafür. $2,49. Mike ist auch da mit Grüßen von Hansi, unserem Seehund. Und der Schwarzbart-Jürgen lässt auch 200 Bits auf Twitch da. Herzlichen Dank, mein Lieber. Oder herzlichen Dank an euch alle. Da gibt es doch mal unser neuestes Horn. Und es ist natürlich wieder Baggerverkehr auf der Elbe. Diesmal die Eiseldelta. Scheint auch den Bauch voll zu haben, so wie die im Wasser liegt. Hat ordentlich Tiefgang. Fährt jetzt raus, um das Baggergut loszuwerden. Von links kommt noch ein kleiner Bulker, die Civitas.
müsste eigentlich jetzt gleich die Eiseldelta hier im Bild ablösen. Ach, guck mal, was für ein Timing. Timo schreibt, das war leise. War das Horn von der Gdansk etwas zu leise? Muss ich das mal bei Gelegenheit etwas hochdrehen. Immer wieder Ärger mit der Lautstärke bei den Hörnern. Ja, und das ist ganz interessant. Viele von diesen Binnenschiffen, die haben immer ein Auto hinten drauf. Haben quasi ihr Fortbewegungsmittel für Land dann auch immer gleich dabei. Ja, kann ich einen kleinen Tacken lauter machen, das muss ich aber zu Hause machen. Jetzt hier on the fly müsste ich das Bild einmal kurz wegnehmen. Das Gute ist, bis zu Hause habe ich das wieder vergessen. Die 66 ist auch unterwegs, kommt gleich ins Bild. Die neue Expresslinie, ganz so neu ist sie nicht mehr, fährt ja schon seit 2 Monaten oder so. Die reine Pendlerfähre von den Landungsbrücken rüber nach Finkenwerder. Und Peter haut nochmal 2 Euro Superchat als Gage für den Poltergeist raus. Ja, danke schön, Peter. Wenn der Poltergeist sich meldet, dann... Was essen denn Poltergeister eigentlich? Worauf kann man denn Poltergeist einladen? Was essen und trinken Poltergeister? Ja, richtig, der Chat vergisst nie. Ich denke, ich werde da schon dran denken, an die Gdansk Express. Enrico haut 5 Euro Superchat raus und schreibt für eine Schiffstaufe Name Paddy. Welches Schiff soll denn Paddy heißen? Außerdem sind doch die meisten Schiffe weiblich. Was nicht heißt, dass es nicht durchaus auch ja, männliche Schiffsnamen gibt. Gut, ihr Lieben, meine liebe Frau Tanja war ja wieder sehr fürsorglich und hat mir eine ganze Kanne heißen Tee mitgebracht. Und die Nase läuft schon wieder. Jawohl, alles so, wie es sein muss im Winter. Einmal kurz um die Nase gekümmert und weiter geht's. Trixie fragt, ob es denn ein Schiff heißt, das Patricia heißt. Du, da kannst du doch einfach mal beim Wesselfinder gucken. Einfach Wesselfinder mal Patricia eintippen und dann wirst du sehen, ob da Vorschläge kommen. Und Gerd Foto fragt, ob man vom Aussichtsturm in Finkenwerder auch gut die Schiffe sieht. Ja, die sieht man sogar ganz hervorragend da. Einziger Nachteil auf dem Aussichtsturm ist, dass da der Wind immer gut pfeift. Und ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr dahin getraut.
Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Monaten war ich auf dem Aussichtsturm und da hatte ich den schlimmsten Stream ever. Also mit so vielen Aussetzern und Rucklern. Seitdem habe ich mich da noch nicht wieder hingetraut. Ich müsste eigentlich mal einen Teststream wieder vom Aussichtsturm machen und gucken, ob das jetzt mit der neuen Übertragungsbox hier vielleicht alles besser läuft. Olaf meint, ca. 14:19 Uhr sollen Beluga ankommen. Naja, das wäre ja nicht schlecht. Schauen wir mal, ob der über die Elbe reinkommt. Yannick meldet auch Ever Aim in Bewegung. Okidoki. Roger in Kambodscha. Gleich gibt es Schiffe. Ein großes Schiff, die Ever Aim. Schiffe der Ever A-Klasse. Haben wir schon ganz oft gesehen hier. Und ihr wisst auch, anhand des Namens kann man erkennen, wo es gebaut wurde. Die mit 3-stelligen Namen, also die Ever Aim zum Beispiel oder Ever Art, die wurden alle in Korea gebaut. Und die 4-stellige Namen haben, wie die Ever, was haben wir denn da? A-Lot, A-Top und so weiter, die wurden in Japan gebaut. Insgesamt gibt es, glaube ich, 13 Schiffe, wovon noch nicht alle im Dienst sind. Und die Schiffe, die in Korea gebaut wurden, die haben ganz knapp unter 24.000 Toi. Die in Japan gebaut wurden, die haben knapp über 24.000 Toi. Da kommt sie gleich raus. Der Henning ist seit 10 Monaten dabei. Henning, Dankeschön. Was gibt's Schöneres, als im Büro zu sitzen, während der Robby sauber macht und nebenbei Hamburg Hafen Live guckt? Lass das nicht deinen Chef sehen. Aber wahrscheinlich bist du dein eigener Chef. Christian schreibt, ein neues Schiff von Ever kommt bald. Das werde ich natürlich im Auge behalten. Erstanläufe sind ja immer irgendwie was Besonderes. Genau, Janine schreibt es auch nochmal, die Ever Aim ist 400 Meter lang. Ich glaube, die Schiffe haben alle eine Breite von knapp 62 Metern. Ich könnte mir vorstellen, dass sie heute nicht so wahnsinnig viel Tiefgang hat, denn auf jeden Fall haben wir keinen extrem hohen Wasserstand gerade. Ja, Gigi, eine Herausforderung wäre auch ein neuer Teststream im Stilwerk. Ach herrje, ja, passieren halt mal solche Dinge. Monatsende fragt, was ist denn mit den Schiffen mit 5 Buchstaben, wie zum Beispiel die Ever Given? Das ist ja eine ganz andere Schiffsklasse. Also die fangen ja alle mit G an. Ever Given, Ever Govern gibt es dann, Ever Gifted. Das ist die etwas ältere und einen Tacken kleinere Schiffsklasse von Evergreen. Die haben, meine ich, alle um die 20.000 Toi. Die haben auch eine Länge von 4 Metern, sind dann aber nicht ganz so breit. Die haben meiner Meinung nach eine Breite von so circa 59 Metern. Andreas Westphal meint, 11 Meter Tiefgang hat sie. Ich habe noch ein bisschen Werbung für T-Shirts und Hoodies, falls jemand noch etwas Merch braucht.
Birgit schickt 3 Euro Trinkgeld per PayPal. Dankeschön, Birgit. Janine fragt, wie das Wetter am Bubendeiufer ist. Janine, schau dir doch mal das Bild an. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, was wir hier an Licht geboten bekommen, oder? Wir haben sogar sowas Ähnliches wie Sonne. Ach guck mal, Lutz hat auch nochmal nachgeschaut. Die Villa hier gegenüber mit dem Poltergeist ist die Villa de Freitas an der Elbchaussee. Angeblich die teuerste Villa der Stadt. Gibt es wohl einen Wikipedia-Eintrag. Da haben wir noch die Express Mulhagen. Was macht die? Verholt die oder legt die gerade an? Oder es kann natürlich sein, dass die einfach in Wartestellung ist und jetzt wartet, bis die Ever Aim raus ist. Und dann dort nach Waltershof reingeht. Ja, genau. Big J Norderstedt. Nebel fällt heute ausnahmsweise mal aus. In der Tat. Der Nebel war aber auch wirklich ein bisschen anstrengend die letzten Tage. So, ihr Lieben, da kommt der Schlepper und der Schlepper hat normalerweise im Schlepptau ein Schiffchen. Aber hier sieht man auch wieder sehr gut, kein Zug auf der Leine. Also das Schiff fährt mit eigenem Antrieb, der Schlepper ist als Manövrierhilfe da. Der schleppt nicht wirklich das Schiff. Und was hier bei den Evergreen-Schiffen zum Beispiel auffällt im Vergleich zu den Hapag-Lloyd-Schiffen, zu den neueren, ist, dass hier die Brücke komplett überdacht ist, also auch die Nockaußen. Das heißt, bei den Manövern ist die Crew und auch der Lotse schön im Warmen überdacht. Bei Hapag-Lloyd, da muss man raus. Moin. Die Tana ist nicht vergessen. Was soll ich vergessen? Nicht die Tana ist vergessen, den schönen Coaster. Ja. Falls du den noch hast. Gigi, ganz lieben Dank. 2 Euro mit Trommelwirbel. Ja, und hier sieht man, der Schlepper macht schon los. Das Schiff ist noch nicht mal komplett auf der Norderelbe. Da geht die Leine schon los. Und auch hier für alle, die es noch nie gesehen haben, oben seht ihr, da läuft
ein Seemann von der Crew rum. Das ist immer ganz nett, einfach mal, um eine Idee von den Dimensionen zu bekommen. Monatsende fragt, was es denn eigentlich kostet, beziehungsweise was der Hamburger Hafen daran verdient, wenn so ein Schiff hier liegt. Das kannst du genau nachgucken. Also diese Preislisten, die sind alle öffentlich. Ich hatte das auch mal rausgesucht, geht natürlich nach Schiffsgröße. Also das ist auf jeden Fall ein größerer fünfstelliger Betrag. Guck mal, der Boluda-Schlepper kommt direkt auf uns zu. Der muss ja erstmal schnell aus dem Weg und lässt sich jetzt wahrscheinlich einfach zurückfallen. €5 kommen nochmal per PayPal. Anonym, ganz lieben Dank. Ja, in der Tat, die Schornsteine sehen aus wie Klemmbausteine. Lego darf man ja nie sagen, wenn es nicht wirklich Lego ist. Da war doch was. Schnell noch ein Foto. Sehr charakteristisch hier auch bei diesen Schiffen vorne der gerade Steven. Da sieht man jetzt auch, wie das Ruder arbeitet. Boah, schaut mal, Vollausschlag. Oh wow, das ist interessant. Das sieht man auch nicht immer genauso.
Liegt natürlich daran, dass sie jetzt nicht besonders viel Tiefgang hat. Ist natürlich für diese Detailaufnahme mal ganz hilfreich. Oh, und von links kommt noch ein rotes Schiff. Ich habe ja schon mal gesagt, wo ein grünes Schiff ist, ist auch ein rotes Schiff. Marco fragt, wie schwer so ein Ruder ist. Ach Leute, ihr kommt immer auf Fragen. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich kann euch sagen, das Ruder von der Berlin Express, beziehungsweise der Hamburg Express Klasse, das ist in etwa so groß wie ein Einfamilienhaus. Und ich denke mal, bei der Ever Aim wird das eine ähnliche Dimension sein. Da kommt ein rotes Schiff, aber erstmal kommt gleich noch eine blaue Fähre. Leute, das ist ja heute hier richtig bunt. Da sieht man noch mal ein bisschen das Ruder. Beluga 14:25 Uhr, sagt ihr. Und die Neuland fährt auch wieder, ist nur gerade direkt hinterm Dalben. Kann ich euch aber gleich zeigen. Eine von den neuen Hybridfähren. Andi, der Sattelschlepper, ist mit 5 Schweizer Franken dabei. Ganz herzlichen Dank. Da müssten wir gleich jeden Moment die Neuland zu sehen bekommen. Eine von den neuen Hybridfähren, das war die erste. Ich glaube, die war in ein paar Tage in der Werft. Währenddessen schiebt sich hier die Malik Arctica rein. Wow, die hat aber ordentlich Speed drauf. Was ist denn hier los heute? André, ganz lieben Dank für 5 Monate Treue bei uns auf dem Kanal.
Aber das ist jetzt eine gute Gelegenheit, der Ever Aim noch mal hinterher zu schauen. Denn da haben wir gerade freies Sichtfeld. Oh Mann, ey, mein eines HDMI-Kabel ist schon wieder am Zicken. Also mein Verschleiß an HDMI-Kabeln ist auch echt nicht mehr feierlich. Oh, den Beluga nehmen wir aber mit, oder? Zeit für einen Snack. Leute, wir machen mal eine Runde Pfofftein. Mike schickt nochmal 2,49 und meint, die wollen vor dem Orkan alle fest sein. Was für ein Orkan? Ist da irgendwas angekündigt? Also soll da irgendwie Sturm kommen? Habe ich noch gar nichts mitbekommen in die Richtung. Jack Augs fragt, ob die Schlepper bis zur Mündung dranbleiben. Nein. Ein Begleitschlepper, ein Eskortschlepper, der jetzt achtern dran ist, der bleibt so bis ungefähr Wedel dran. Und bei den kleineren Schiffen machen die schon vorher los. Der Uli ist wieder da. Lässt 20 € per PayPal da. Vivi Foto und Film schreibt, du bist mein Livestream-Hero. Top-Qualität, tolle Bilder, perfekter Ton. Uli, ganz, ganz lieben Dank. Das freut mich natürlich. Wenn du so ein Lob loslässt. Hey, was will denn Lotse 2 hier? Ach, da will gerade mal jemand aussteigen. Und zack, weiter geht's. Die Wassertaxis für die Lotsen. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, was sagt Beluga. Vor allem muss ich erstmal kurz den Griff von meinem Stativ ein bisschen umbauen. Weil ich glaube, so weit nach oben muss ich gar nicht filmen. Und wir müssen mal das Flugzeugtracking anmachen. Oh, ich muss noch was machen. Okay, so. Jetzt müsste es passen. Filter war nicht richtig eingestellt. Mike schreibt 2,49, es kommt was über England rein. Ja, also ich habe noch nichts gehört, aber
werde ich mir heute Abend mal angucken. Beluga jetzt über Pinneberg. Ja, mit lieben Grüßen natürlich an all unsere Fluggesellschafter. Ist immer beeindruckend. Also wäre aus dem Rüschpark noch ein bisschen beeindruckender, den Beluga. Aber von hier geht das auch, wenn nicht gleich wieder eine Fähre kommt. Ja, Beluga dreht ein. Also es könnte passen, dass eine Fähre genau dann hier wieder steht, wenn wir den Beluga vor der Kamera haben. Über England soll was kommen, schreibt ihr. Naja, okay, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ja, diese Spannung. Genau, Gigi. Ja, das hat auch immer was Spannendes. Ich gucke schon immer nach rechts, ob ich den Beluga gleich sehe. Könnte auch lichtmäßig könnte eine ganz schöne Aufnahme werden. Da hinten sehe ich, ach nee, das ist gerade was gestartet ist in Fuhlsbüttel. Das sieht man hier nämlich teilweise auch, den Verkehr, der in Fuhlsbüttel gestartet ist. Da haben wir einen Depenschrieber. Eins der Schiffe, die ganze Zeit durch den Hafen fährt, um hier Tiefen zu messen. Der Tiefenschreiber. Stimmt, Stefan, Sturmflutstream wäre auch mal nicht schlecht. Leider, die letzten beiden Sturmfluten waren genau da, als Tanja und ich flach lagen. Oh, guck mal hier. Lichtmäßig nicht schlecht. Den nehmen wir jetzt, den Depenschrieber. Schwenken damit rüber nach rechts und hoffen, dass genau dann der Beluga erscheint. Jetzt hätte ich da in der Richtung den Beluga bestellt. Aber ich sehe ihn noch nicht. Es kann sich aber eigentlich nur noch um wenige Minuten handeln. Gigi, der Wahnsinnige, meint, der Vorteil von Hamburg Hafen Live ist, dass auch mal ein Flugzeug vorbeikommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass am Flughafen ein Containerschiff vorbeikommt, ist eher gering. Da musst du nach Sydney fahren. In Sydney gibt es auch jemanden, der da live streamt vom Flughafen. Und die haben eine richtig coole Kulisse da in Sydney. Die haben nämlich im Hintergrund den Containerhafen. Richtig, richtig coole Kulisse. Ja, also diese Komposition hat nicht geklappt, aber könnte es sein, dass wir dort irgendwo
jetzt einen Beluga haben. Okay, der will da einmal noch sich hinter den Bäumen verstecken. Aber der Fokus hängt leider noch auf den Bäumen. Fahrwerk raus. Ab durch die Mitte. Oh cool, schön geframed von den beiden Bäumen. Der Vogel guckt auch zu. Herrlich. Oh nein, jetzt schwankt der Ponton hier so. Irgendwer hat eine Welle gemacht. Also wer gerne Flugzeuge und Belugas guckt, der sollte sich vielleicht eine Villa an der Elbchaussee kaufen. Ja, ich hab's doch gesagt, genau jetzt kommt die Fähre. Murphy's Law. Okay, dann genießen wir ihn hier noch einen kleinen Moment. Die wird uns leider direkt vor die Kamera fahren, die Fähre. Oh Mann! Okay, aber vielleicht erwische ich ihn wieder, wenn er hinter der heißen Ecke hervorkommt. Oh, jetzt macht die auch noch das Bild zu. Ach, verdammt. Ja, das ist halt der Vorteil am Rüschpark. Kannst du machen, nix. Tut mir leid, ihr Lieben. Das ist hier am Bumdai-Ufer halt der Nachteil. So gerne ich die Fähren mag, aber in dem Moment sind sie dann wirklich ein bisschen hinderlich. Deshalb für sowas besser Rüschpark. Schade, schade, schade. Da hinten dackelt die Ever Aim ab und die Neuland sieht mir so aus, als ob die ein bisschen Testfahrten macht oder vielleicht auch Ausbildungsfahrten. Ja, okay, die könnten mal 30 Sekunden warten. Ach Mensch.
gehört halt dazu. Man konnte es ja trotzdem gut sehen. Aber im Rüschpark, wie gesagt, die Baumpfleger, die da zugange waren, ich glaube, da hätten wir wirklich den ganzen Stream über richtig Rock'n'Roll gehabt. RDDK verschenkt ein Sub auf Twitch an Beluga. Oh, an den Beluga. Und Gigi der Wahnsinnige haut auch nochmal 1,99 raus. Herzlichen Dank. Ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt gleich noch was passiert oder ob das quasi schon das Finale des Streams war. Ihr könnt ja gerne mal einen Blick auf den Wesselfinder schmeißen. Ob wir noch irgendetwas zu erwarten haben. Ja, genau, also doch die Villa an der Elbchaussee kaufen. Ja, es gibt ja Standorte, wo man das machen kann. Wie gesagt, Rüschpark ist ja eigentlich ideal dafür, dass die da jetzt ausgerechnet heute die Hecke geschnitten haben oder da die ganzen Bäume und Sträucher. Das ist eine einmalige Geschichte. Andreas Westphal hat noch die Judith entdeckt. Von wo kommt denn Judith? Ach, da hinten. I see. Da, Judith. Da haben wir auch den Pegelturm. Ablaufendes Wasser, Ebbe, 92 cm. Rechts am Bildrand. Elbphilharmonie ist wieder ordentlich am Qualmen. Und Judith im schönsten Licht. Schauen wir mal, geht Judith raus oder verholt Judith? Oh, Henrik ist seit 13 Monaten dabei und schreibt, im Ruhrgebiet haben sie jetzt 6 Grad. Also ich muss euch sagen, dadurch, dass ich ja dieses Jahr kleidungstechnisch etwas aufgerüstet habe, ich habe mir hier so einen Polarparker gekauft, eine schöne Thermohose, fette Boots, dann Einlege-Wärmsohlen und eine Heizweste. Das alles zusammen macht es eigentlich ganz muckelig. Also ich habe schon lange nicht mehr gefroren. Das einzige Problem ist immer das hier. Die Nase, die läuft. Aber ansonsten, also ich sage euch temperaturmäßig, da haben die Akkus mehr Probleme mit als ich. Und die Salztraum kommt auch noch aus Richtung Blankenese. Danke, Andreas. Sieht man die schon? Ich sehe noch nichts. Nee, ich habe richtig Bock heute. Also ich will eigentlich noch nicht nach Hause. Solange hier noch was passiert, lassen wir die Kiste laufen. Judith geht zum CTB. Okay, dann haben wir da gleich noch ein Anlegemanöver.
Oh, Carla hat heute Geburtstag. Carla, sorry, wenn ich das vorhin übersehen habe. Aber das passiert leider immer, weil ich ja nicht die ganze Zeit in den Chat gucke. Also sowas wie Geburtstagshorn dürft ihr dann auch gerne 2-, 3-mal anmelden. Machen wir natürlich gerne. Carla, ganz herzlichen Glückwunsch. Natürlich auch an alle anderen Geburtstagskinder. Happy Birthday. Björn fragt nach dem Namen der Heizweste. Björn, ehrlich gesagt kann ich dir das gar nicht mehr sagen. Das war irgend so ein Teil, was wir bei Amazon bestellt haben. Und da muss ich passen. Also generell muss ich bei solchen Dingen, was ich für Klamotten habe, auch was ich hier für eine Jacke und Schuhe, da bin ich meistens raus. Isali hat auch Geburtstag. Auch an dich. Happy Birthday. Da kommt die Judith. Christian hat die Berlin Express in Rotterdam entdeckt. Ich glaube, die soll am Wochenende kommen. Schauen wir mal, wann die tatsächlich hier ist. Poseidon schreibt, Paddy bekommt seine Klamotten rausgelegt. Ja, so ganz abwegig ist das ehrlich gesagt nicht. Rausgelegt vielleicht nicht, aber es ist schon so, dass Tanja hin und wieder mal das ein oder andere besorgt, weil ich bin echt, was so Klamotten kaufen angeht, da bin ich raus. Also ich kaufe mir lieber ein schönes USB-Kabel statt einer neuen Jacke. Carla verschenkt eine Mitgliedschaft. Carla, herzlichen Dank dafür. Matt Game schreibt auch nochmal, wenn ich nicht nach Hause will, heute Abend 23 Uhr die Gdansk Express. Ja, traurig, traurig. Eigentlich sollte die ja auch zusammen mit der Eva Aim rausgehen. Das Problem ist, dass es halt heute Abend anfangen soll zu regnen. Ich hätte sonst tatsächlich gesagt, komm, noch mal raus. Heute Abend für die Gdansk Express. Bei der Busan Express sah das ja auch so cool aus, als die bei Dunkelheit raus ist. Aber wenn das nachher regnen soll, ich fürchte, da muss ich passen, ihr Lieben. Da sehen wir auch das Dockland im Hintergrund. Ich futter mal noch mal einen.
Achtung, Nase zuhalten. Andi, herzlichen Dank. 5 Schweizer Franken. Und er ist auch der Meinung, so ein USB-Kabel, das kleidet einfach ungemein. Ja, also ich finde das auch ganz toll. Also ich wickel mich auch immer in USB-Kabel ein. Und wenn man da richtig Strom drauf gibt, dann wärmen die auch ordentlich. Deck 7 als Alternative, Schnulli, für heute Abend. Das funktioniert leider überhaupt nicht, weil von Deck 7 sehen wir absolut nicht, was hier in Waltershof stattfindet. Sonst wäre ich sofort dabei. Jannik fragt, ab wann der Halunderjet wieder fährt. Das ist eine gute Frage, das weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Wann geht die Saison wieder los? April? Vielleicht weiß das jemand von euch. Judith driftet sich ans CTB. Randale, Ralf, ja, die Ever-Aim ist schon weg. Da musst du ein bisschen zurückspulen. Wobei, du bist auf Twitch. Auf Twitch kann man nicht zurückspulen, aber auf YouTube geht das. Anja meint Ende März Halunderjet. Ja, einige andere schreiben es auch. Ab 27.03. Ein bisschen Schlepperhilfe bekommt sie. Ach, das tut dem Bild auch gleich richtig gut, wenn man mal so ein bisschen Licht hat. Ach, guck mal, Tanja hat sogar noch mal nachgeguckt, weil die hat nämlich die gleiche Weste. Da ist gar kein Logo drin. Ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht irgendwie so ein dolles Markenprodukt oder so. Ich glaube, das war einfach so die erstbeste, die bei Amazon vorgeschlagen wurde. Funktioniert aber ehrlich gesagt ganz gut, das Ding.
mal, hier hat sich auch noch ein Schubverband an uns vorbeigeschlichen. Wer ist das denn Süßes? Ist das etwa Uli? Der sieht doch wohl mal niedlich aus, oder? So direkt von vorne. Ach, will Uli hier bei der Schute koppeln? Das sieht so aus. Schuten-Koppel-Action. Vielleicht übernimmt Uli die eine Schute. Gut, hat noch die Rundale entdeckt, die jetzt vom CTA zum CDB gehen soll. Ja, Uli übernimmt hier eine Schute. Und währenddessen ist Judith schon auf dem Weg zum Anleger. Da weiß man ja gar nicht, wo man hingucken soll. Birgit schreibt, ich tue immer unschuldig, dabei ist das von langer Hand geplant. Nee, das meiste ist ungeplant. Hin und wieder gibt sich mal die Möglichkeit, ein bisschen was zu planen und mal ein klein wenig Beziehung spielen zu lassen, aber ich sag mal, in 99% der Fälle ist das einfach hier der typische Hafenbetrieb. Nein, die Elbphilharmonie brennt nicht, aber es sieht in der Tat heute wieder besonders komisch aus. Dahinter ist ein Kraftwerk. Und das sieht heute wieder ganz besonders toll aus. Also wirklich so, als ob die Elbphilharmonie brennt. Modische USB-Kabel, ja, ganz genau. Ganz genau. Bisschen Kaffee gefällig. Ich hätte da noch etwas Werbung. Marco meint, ich brauche mehr Kameras. Das Problem ist das Handling. Ich habe ja sogar eine zweite Kamera hier. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte einfach nur eine Kamera, die ich bedienen muss. Ja, Uli hat sich eine Shooter abgeholt.
Arthur ist da. Dann können wir den Arthur ja mal fragen. Arthur, Diskussion heute Abend wegen Regen. Ich meine, heute Abend soll es irgendwann anfangen zu regnen. Hast du da eine Meinung zu, lieber Arthur? So, ich glaube, jetzt kommt aber auch gleich hinten von Blankenese das Schiff, was der Andreas Westphal noch angekündigt hat. Ja, da kommt noch ein rotes Schiff. Genau, die Salztraum. Wie spricht man das aus? Eher Salztraum oder Saalstraum? Salzstraum, Salzstraum. Salzstrom, Salzstraum. Wieder so ein Zungenbrecher. Digga, nix für mich. Ja, ich mache gleich den U-Turn mit der Kamera. Wir bleiben noch einen Moment hier auf der Judith. Da schiebt sich die Shooter ins Bild. Der Hesseblitz meint, der Regen würde erst gegen Mitternacht kommen. Ja, das könnte aber tatsächlich schon reichen, weil wenn die Gdansk Express um 23 Uhr rausgeht, bis die losgefahren ist und bis wir die sehen, kann es durchaus Mitternacht sein. Und dann schlaft ihr doch alle. Jetzt sagt ihr, ich soll streamen um Mitternacht und dann kommt nachher keiner. Oh, Anni hilft ein bisschen. Salztraum ist norwegisch. Salzström in Deutsch übersetzt. Salzström. Ja, und ich glaube, ich mache gleich mal den U-Turn. Genau, Miepelschubser. Ihr habt dann die Aufzeichnung. Super. Da haben wir sie. Gefolgt von einem Saugbagger.
Ach, guck mal, und die Neuland ist auch noch zugange da hinten. Schönes Wimmelbild. Na, kommt ihr mir mal näher, ihr Schiffchen. Dann haben wir nämlich auch einen wunderbaren Kontrast. Kommt ihr mal hier zu meiner Kamera. Hendrik probiert's mit Geld. 5 Euro Zulage für einen Regenschirm und für die Mitternachtsschicht. Ich bin ja immer für solche Aktionen zu haben, aber wie gesagt, muss ich mir nachher mal angucken. Henning fragt, ob es den Kaffee auch im Kilopaket gibt oder nur 4x250 Gramm Kombi. Henning, wir haben das nur als 4x250 Gramm. Das Problem ist, wir könnten relativ problemlos zwar auch 1 Kilo Pakete machen, aber dann haben wir im Shop wieder ein zusätzliches Produkt und dann haben wir am Lager, dann müssen wir halt einen ganzen Haufen von den 1 Kilo Paketen kaufen, müssen einen ganzen Haufen von den 250 Gramm Paketen kaufen und ja, dann haben wir halt deutlich mehr Produkte, haben deutlich mehr Lager. Und deshalb haben wir gesagt, wir verschicken statt einem Kilopaket 4x250 Gramm, machen das ein bisschen günstiger und sind dann halt auch sicher, dass wir da so ein bisschen mehr Durchsatz haben, weil wir wollen ja auch, dass der Kaffee immer möglichst frisch ist. Oh, schönes Bild. Salzström. Michael verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke dir, Michael. Guck, Arthur meint, gegen Mitternacht könnte es Regen geben. Mhm. Also ich verspreche mal lieber nichts. Oh, dieser Sensorfleck. Und während die Fähre hier anlegt, machen wir ein bisschen Paddys Tierwelt. Nein, nicht abhauen. Komm zurück. Komm sofort zurück. Ups.
gerade ordentlich Radau gemacht. Und uns natürlich auch, oh, was passt, die Salzström können wir uns jetzt hier anschauen. Und die nächste Fähre. Moin. Schönes Schiff. Gefällt mir gut. Eiseldelta hat auch abgeladen. Die hatten wir ja schon zu Beginn des Streams. Herr Steifen fragt, was transportiert das Schiff? Die Eiseldelta ist ein Bagger. Oder meinst du das rote, die Salzström? Das ist ein Tanker.
Ob das jetzt ein Gastanker ist oder Öltanker, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Auf jeden Fall irgendwas Flüssiges. Und die Eiseldelta, die wir eben gesehen haben, das ist ein Saugbagger. Die transportiert ja alles, was sie ausbaggert, hier aus der Elbe. Der Radrenner ist jetzt bei Twitch dabei. Herzlich willkommen an Bord mit einem Abo. Vielen, vielen Dank dafür. Das Wassertaxi auch schon wieder auf dem Rückweg. Klaus-Peter meint, ein Öltanker ist das. Dankeschön. Jo, rotes Schiff ist durch. Ich glaube, jetzt kommt auch nicht mehr so wahnsinnig viel, oder? Ich glaube, Ute sagte vorhin noch, die Rundale ist unterwegs. Ich weiß nicht, wo die sich rumtreibt. Ist die schon unterwegs? Lohnt sich das, darauf zu warten? €5 kommen noch vom Carsten Oberlausitz. Moin Paddy und Community. Heute mal aus dem Leipziger Süden. Habe nun endlich Feierabend und kann den Stream in Ruhe genießen. Das ist schön, dass du Feierabend hast. Genieß ihn. Wir haben ja Bergfest. Mittwoch ist Bergfest. Rundale ist noch am CTT. Okay. Wie lange haben wir denn eigentlich hier jetzt auf der Uhr? How long is the stream? Der Ström. Irgendwie 1:40 oder so. Keine technischen Auffälligkeiten bisher. Also, wenn hier nicht mehr viel passiert, dann wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir den Stream so langsam beenden. War eine schöne Runde, wie ich finde. Und ich dann einfach mal gucke, wie das mit heute Abend aussieht. Ich will euch da lieber nichts versprechen. Ich hätte da schon Bock drauf, die Gdansk-Express nochmal zu verabschieden. Wie gesagt, ich habe ja ein Faible für die Hapag-Lloyd-Schiffe. Gerade die Neubauten und auf der Gdansk-Express
waren Tanja und ich ja auch drauf. Also insofern ist das schon etwas, wo ich irgendwie Bock drauf hätte. Es muss halt so ein bisschen mit dem Wetter klappen. Ich werde das mal beobachten. Manchmal verschiebt sich das ja auch über den Tag. Wir haben ja noch rund 5, 6 Stunden. Nee, länger. Wir haben ja jetzt 15 Uhr. Da haben wir ja noch 8 Stunden, oder? 8 Stunden. Digga. Das ist ja noch ein halber Mond. Aber wie gesagt, ich verspreche euch da mal lieber nichts. Trotzdem würde ich dann jetzt einpacken, dann kann ich noch mal nach Hause alles aufladen. Ein bisschen essen, muss noch ein paar Sachen erledigen und so weiter. Und dann schauen wir einfach mal. Das war auf jeden Fall, wie ich finde, eine sehr runde Nummer mit dem Stream heute. Mal gucken, ob ich hier selber auch noch mal mich irgendwie ins Spiel bringen kann. So. Oh, ein bisschen viel Gegenlicht. Die Sonne kommt gerade direkt von hinten. Warte mal, wenn ich mich vielleicht mehr dahin stelle. Geht das besser? Ja? Nee, so. So funktioniert es besser. Ja, ihr Lieben, Mensch, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder ordentlich im Chat unterstützt habt. Ganz lieben Dank natürlich auch für eure monetäre Unterstützung für den Kanal in Form von Mitgliedschaften, abgeschlossen und verschenkte, aber auch mit den Spenden auf YouTube. Herzlichen Dank natürlich auch an die ganze Twitch-Gemeinde. Auch ihr habt wieder ordentlich mitgeholfen mit Bits und Subs. Der Zungenbrecher, ich werde mich nie dran gewöhnen. Vielen, vielen Dank natürlich auch an die Moderatoren im Hintergrund. Waren heute nicht ganz so viele da, weil die müssen natürlich auch teilweise arbeiten. Und wie schon gesagt, mit heute Abend, ich werde das einfach mal beobachten. Mal gucken, ob sich da irgendeine Möglichkeit ergibt. Versprechen will ich nicht zu viel, aber komplett ausschließen möchte ich es auch nicht. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Stream. Tschüss.